Es gibt nun offiziell einen Teaser für Assassin's Creed Mirage in AC Valhalla. Außerdem gibt es dort eine Rüstung von einem sehr mächtigen Assassinen. Alle Infos dazu erfahrt ihr heute hier in diesem Video. Ihr habt es ja gestern wahrscheinlich gesehen, da kam verfrüht das Update, was eigentlich für nächste Woche kommen sollte, raus, nämlich Patch 1.6.2 könnt ihr jetzt schon runterladen. Ich habe hierzu ein Video gemacht, schaut euch das gerne an, da habe ich alles grob zusammengefasst, was da neu ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Mission bekommen, das kann ich euch schon mal sagen, ein Teaser für Assassin's Creed Mirage und da gibt es eine Spoilerwarnung, dementsprechend, wenn ihr die nicht sehen oder wissen wollt, dann jetzt abschalten. Wir haben eine neue Mission bekommen, wo wir eine neue Rüstung bekommen und auch jemanden treffen, den wir auch schon im Trailer gesehen haben, nämlich in einer Teaser-Mission. Der Rabe und der Kuckuck heißt die und wir werden dort Roshan treffen. Wir müssen einen Anführer eliminieren, der unser Land von Hrefnatorp claimt, also in Besitz beansprucht, kann man sagen. Und wir müssen ihn eliminieren. Er beansprucht unser Land. Gemeinsam mit Roshan machen wir das. Warum jagt sie diesen Mann? Weil hinter diesem Mann eine Frau steht, die für den Orden der Ältesten arbeitet. Und das ist im Grunde die Verbindung. Sie erzählt uns also ein wenig von sich. Wir erfahren ein wenig zu Roshan. Sie ist natürlich dort schon älter, wie wir sehen können, kommt den ganzen Weg von Bagdad nach England und wir haben so eine Art Blackbox-Mission, die wir spielen. Und ich glaube zumindest, dass wir auch neue Animationen und neue Social Stealth-Möglichkeiten hier in diesem, in dieser Mission haben. Da könnt ihr mir aber mal gerne eure Meinung dalassen, ob ihr das auch so gesehen habt. Außerdem sehen wir eine Waffe aus dem Mirage-Trailer, nämlich die Giftbombe, die rote, die Roshan hier verwendet, um uns schon mal zu zeigen, was da alles auf uns zukommt. Sie nutzen also quasi diese Mission schon mal als kleine Teststation für gewisse Animationen, zumindest wirkt das so für mich, aber ganz am Ende, wenn wir es dann schaffen, die Person perfekt zu eliminieren, also in der Art und Weise, wie es uns Roshan am Anfang erklärt hat. Dann kommt eine kleine Sequenz, wo wir den Anführer von seinen Leuten halt eliminieren und dann kommt im Grunde diese Frau heraus, die zum Orden der Ältesten gehört, die Roshan eben verfolgt hat und Roshan eliminiert diese und dann erfahren wir ein bisschen was, dass Roshan eine Mission hat, die noch nicht vorbei ist. Eine Mission, die in Jerusalem weitergeht. Eine Verbindung zu Assassin's Creed 1 wird hier geschlagen und sie hat eine Schriftrolle in der Hand und wir wissen leider nicht, was für eine Schriftrolle das ist. Wir wissen nur, dass diese Schriftrolle dafür sorgt, dass ein Samen in Jerusalem platziert wird. Dementsprechend reden wir wahrscheinlich von dem Assassinenorden, der dort gepflanzt wird. Also eine ziemlich offene Mission tatsächlich. Meine Meinung dazu bekommt ihr definitiv in den nächsten Tagen. Ich habe nämlich zur Mission und auch zu dem DLC, zu dem Eivor DLC eine sehr, sehr polarisierende Meinung. Also ein Abo würde sich lohnen, wenn ihr die nicht verpassen wollt. Allerdings haben wir eine Rüstung bekommen oder besser gesagt eine Robe des Mentors von Alamut. Alamut werden wir natürlich auch in Assassin's Creed Mirage sehen und das wird quasi die Zentrale sein. Das ist die erste oder der erste Ort des Assassinenordens und hier haben wir die Robe von ihm bekommen, die sieht sehr, sehr nice aus. Was mir hier ganz besonders gefällt, ist tatsächlich der Akzent an der Schulter, wo man das Assassinen-Logo so leicht angedeutet sieht, ist ja nicht das Logo und im Allgemeinen auch dieser wirklich Back-to-the-Roots-Look gefällt mir extrem gut. Von den Effekten her ist die Rüstung natürlich auf Attentate ausgelegt. Rüstung wird erhöht, wenn dies ausgerüstet ist. Nach erfolgreichem Attentat werden Attentatschaden und Schleichangriffsschaden erhöht. Das sind die beiden Boni, je nachdem wie viel man davon am Körper hat. Eine kunstvoll gewobene zeremonielle Robe, die einst Rayan gehörte, dem ehemaligen Meistermentor der Verborgenen und somit dem mächtigen oder mächtigsten Assassinen zur damaligen Zeit zu Assassin's Creed Mirage. Denn ich weiß nicht, wo das Roshan gesagt hat, aber sie meinte, sie ist nicht der mächtigste, die mächtigste Assassinin und dementsprechend wird es wahrscheinlich dieser Rayan sein. Diese Robe sieht sehr asiatisch aus, muss ich sagen. Ich meine, Bagdad liegt ja auch in Asien, aber hat doch persische Elemente und ich mag auch diese Maske. Erinnert mich so ein bisschen an Corona, aber ja, und für die ganz Aufmerksamen von euch, wenn ihr zurück in das Assassinenbüro von Hytham in eurer Siedlung geht, dann habt ihr dort auf dem Tisch einen Brief, den es, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber den es vorher dort meiner Meinung nach nicht gab und der sich
um Basim dreht und seinen Verrat an uns und den Orden und der von dem großen Meister Rayan eben kommt. Außerdem erzählt er beiläufig, dass Hytam zurückkommen soll und dass er eine Beförderung bekommt. Also, good job, Hytam. Das ist auf jeden Fall die Mission. Wie fandet ihr sie? Ich persönlich habe da, wie gesagt, meine eigene Meinung. Ich bin nicht so begeistert davon, das kann ich schon mal sagen. Und warum? Das erzähle ich euch, wie gesagt, in meinem neuen Video. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall. Wir sehen uns die nächsten Tage. Ich freue mich auf eine nice Konversation und ich freue mich auf Mirage. Also, wenn ihr wissen wollt, was da alles so abgeht, dann würde ich euch mal empfehlen, diese 10 Punkte abzuchecken. Da habe ich ein paar Sachen, die auf euch zukommen, in einem schönen Video zusammengepackt.